Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in Polen. Auf dem vermutlich größten Sprengstoffproduktionsgelände aus dem ehemaligen Deutschen Reich. Hier wurde zwischen 1942 und 1945 ungefähr 50% der Sprengstoffkapazität des Deutschen Reiches produziert. Und jetzt schauen wir uns das Ganze hier ein bisschen an und nehmen euch natürlich wie immer mit. Let's go! Ja, also als wir uns damit befasst haben, weil wir haben ja geplant, hierher zu kommen, haben wir natürlich Recherchen angestellt, um herauszufinden, was hier alles gebaut, gemacht wurde. Und es ist wirklich nicht einfach, irgendwas zu dem ganzen Objekt rauszukriegen. Wir wissen nur, Sprengstoffproduktionsstätte, 1943 hat die Produktion angefangen. Der Bau 1939 und ja, das war es eigentlich schon. Mhm. Schau, was da hinten. Ja, das sieht schon mächtig aus, ne, von hier unten. Eine Sache, die wir gefunden haben, ist eine Doktorarbeit über das ganze Areal. Ich werde euch das mal verlinken in der Beschreibung, falls jemand Interesse hat, 300 Seiten zu lesen. Für mich war es jetzt in der Kürze der Zeit nicht möglich. Deswegen entschuldigt, wenn wir nicht alles erklären können. Jetzt gehen wir mal da oben hin. Boah. Mit mal den Traumfahrt, die kann ja jetzt schon nicht mehr. Ich wollte es doch nicht immer so banal erwähnen im Video. Warum? Mache es ein bisschen geschickter? Ja. Nö. Eigentlich war es krass, ja, wenn jetzt hier so ein Loch wäre. Alter, ist sogar. Echt? Boah. Boah. Fuck. Alter. Aber da kommt man auch rein da unten. Alter. Ja. Alter, das ist geil. Okay, hat sich schon alle gelohnt. Von unten? Alleine das Ding. Von unten Drohne hoch hier raus. Ja, dann ist da drüben genau das gleiche. Ja, aber wir kommen ja da unten rein. Guck mal, da sind Graffitis drin. Geiler Scheiß. Überleg mal, in Deutschland überhaupt nicht möglich. Nee, wäre nicht zulässig. Okay. Ist das gemein. Also dürfen hier nur Frauen nicht rein. Aber das ist schon gemein, ne? Da steht Objekt. Und das wird Ja, übersetzt aber mit Frauen. Vielleicht kann er das nicht richtig übersetzen wegen dem hier. Jetzt weiß ich nicht, was in Polnisch Auf Frau heißt. Ja. Aber nachdem du das gezeigt hast, können wir da eigentlich nicht mehr reingehen, ne? Ich hab's ja, wir müssen es Wir ja können da eh nicht mehr. Guckst du mal, da geht da 2 Meter runter. Ah, bestimmt schnell, das sind vielleicht 1,50. Da, komm mal da runter, Alter. Komm, Mutti, wer bist der Erste?
Und gleich stürzt die Decke ein, wenn ich nochmal runterspringe. Spring nicht so doll, ich will nicht, dass die Decke einstürzt. In der Mitte bestimmt noch was. 40 cm tief, teilweise. Das ist nicht der Ernst, oder? Das wird doch fast reinfallen. Ich? Nee, ich wollte gerade sagen. Hallo, ich wäre mir jeder da fast rübergefallen, Alter. Was ist denn jetzt hier? Und mein Bein nicht so hochbekommen. Und dann ist jetzt erstmal der Bunker des Hauptaugenmerks, würde ich sagen, ja? Jupp. Und hier auf den Ketten mit Betonklötzen sind die Zombies verbrannt. Und wenn sie nicht rauskommen, haben sie Beton nicht. Das ist ja geil. Zombies sind Premium. Ach, cool. Ja? Woher willst du das wissen? Warst du schon mal in Area 51? Nein, aber nicht. Da könnten Zombies drin sein oder Außerirdische. Oder blutsaugende Vampire. Rechte Seite muss da müssen die Leute irgendwo kommen. Ist ja schön. Wo sind denn drin? Na hier. Kannst du auch was anderes außer meckern, Alter? So. Perfekt dafür vorgesehen. Die kriegst du da, ne? Ich da wieder alles rein. Hallo, ich habe ein Messer, ich habe Handschuhe, ich habe einen Schlauchschal, ich habe Zigaretten und mein Handy. Ich habe was zu trinken. Was hast du? Und einen Taschenlampe habe ich auch noch. Der Weg von der Kreuzung, der auf der anderen Seite ist vom Wald, ne? Nein, aber wir sind ja den Weg hier irgendwie lang da an den Nee, wir Silos hätten vorbei schon und dann- eins vorher weiter nach links gemusst. Nee, da vorne sind wir Weg. Ja, genau. Siehst du, und das meine ich. Mit so Leuten musst du hier arbeiten. Unglaublich, ey. Ich schmeiß den irgendwann wirklich raus. Das ist nämlich mein Kanal. Du bist nur noch Gast. Doch verlaufen, wa? Da vorne, ich sehe sie doch schon, die großen Häuser. Mensch. Ey, Vater. Tomaten auf den Augen. warte. Wir müssen jetzt hier vorne nach links. Nein, links auf jeden Fall. Natürlich, weil wir auf den Hauptweg müssen und dann auf der anderen Seite. Nein, wir müssen nach rechts. Irgendwie, Zur Straße. aber wir sind jetzt... Du hörst es, oder? Da ist eine Straße. Wir sind doch da raus, da hoch. Mach doch mal Google Maps an, dann siehst du doch, wo wir sind. Wenn, dann müssen wir nach rechts. Oder hier runter. Vielleicht doch. Da kann man auch weiter. Und hier auch. Und wie willst du da wieder rauskommen? Und mit der Leiter? Da. Hast du das gerade gehört? Wirkt sehr vertrauenserweckend, oder? Das ist hier alles nicht fest, ne? Florian, schrei laut, wenn du Hilfe brauchst. Ja, dann ruf ich welche. Ey, wenn da unten Zombies drin sind, ne? Glaubt mal, das erste, was ich mache, ist hier hochklettern und euch beide beißen. Zombies können die Treppe nicht hoch. Hast du denn nie einen Zombie-Film geguckt?
Doch, tatsächlich schon, weil Hast du da nie Daisy gespielt? holla die Waldfee. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da geht es auf jeden Fall ein ganzes Ende rein. Sonst warte, ich schmeiß dir mal die andere Lampe runter. Ah, ich glaube, ich habe hier noch eine. Wohin die da vorne? Nach rechts müssen. Also, da vorne, wo man das Weiße oben blitzen sieht, ist zugeschüttet. Also ich glaube, da kommt man nicht weiter. Und hier auch zugeschüttet. Das heißt, Alter, halt gerade Danke, dass du da unten drin gekauft bist. Vermisst und wieder nicht. Ey, man hätte da theoretisch, wenn man da ein bisschen gebuddelt hätte, wäre man noch weiter in die Richtung gekommen. Da waren so wie so Schienenauflagen oder sowas drin. Vielleicht wäre da unten mal so eine kleine Gondel oder so heute fahren. Ja, man muss sich ja vorstellen, die haben das ja alle vorbereitet, falls hier mal Bombenangriffe und sowas sind. Dass die da. Ne? Nee, ich glaube, das war eher zum Transport. Ja, Um hier irgendwas hin und her zu transportieren. Kann Aber ja halt unten rum. kann ja auch sein. Dass sie das unterirdisch gemacht haben. Ja, wahrscheinlich. Wie die Bergarbeiter. Ja, genau sowas war da auch. Also so eine Blöcke irgendwie. Bestimmt Maschinen drauf waren. Okay. Ah ja, hier Ja, also schummeln. Leute, das ist die Doktorarbeit, ein Teil davon, das sind 300 Seiten. Ja. Damit wir euch natürlich auch ein bisschen was erzählen können, werden wir uns jetzt hiermit ein bisschen auseinandersetzen und dann geben wir euch ein paar Infos. Also morgen. Oder in 3 Wochen. Zu diesem Fabrikgelände haben noch 11 Lager gehört, in denen die Zwangsarbeiter untergebracht waren und auch die Mitarbeiter, die deutschen, italienische Zwangsarbeiter waren hier, also hauptsächlich Deserteure oder irgendwelche anderen, wie ich es gelesen habe. Und hier sieht man jetzt schon ganz schön da hinten eines der noch wenigen oder ja, wenigen bestehenden Gebäude. Da hinten luken ein paar Gebäude raus. Da hinten. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Hier ist ein Weg. Mhm. Ich kann natürlich auch erst nach oben gehen. Geh innen lang. Da war eine Treppe innen. Ja, hier doch auch. Rechts hinten. Ja. Oh ja. Damals, 1945, als die Russen die Deutschen so weit zurückgedrängt hatten, haben die Deutschen den größten Teil von den ganzen Gerätschaften, Möbeln etc. alles wegtransportiert und danach die Russen den Rest zu sich. Deswegen ist alles leer. Meinst du, das war eine Unterbringung? Nö, das war bestimmt eine Arbeit. Also ich habe mir bestimmt irgendwas gebaut oder so. Und guck mal hier. Oh, das müssen wir. Ich will es jetzt nicht vorlesen, aber Ja. da siehst du auf jeden Fall, dass die Leute hier noch ein bisschen... Anders drauf sind? Ja. Was ein bisschen schade ist, man sieht natürlich hier, die ganzen Gebäude werden missbraucht, um hier, weiß ich nicht, Party zu machen oder um sich hier rumzutreiben. Dadurch sehen die dann halt im Endeffekt auch immer ein bisschen Ja. unschöner aus. Aber wenigstens liegt hier nicht so viel Müll, muss man jetzt auch mal wieder sagen. Ne? Ja, das stimmt, das ist hier echt relativ sauber. Also relativ. Und jetzt frage ich mich aber, wofür waren diese ganzen Löcher? Um die Leute hier runterzuschmeißen, wenn wir nicht gehört haben? Ja. Hier standen Produktionsanlagen, wo der Produktionsablauf über mehrere Etagen gelaufen ist. Das So ein fetter Motor. nee, muss ja nicht mal. Irgendwelche, keine Ahnung, wie so Sprengstoffproduktion vonstatten geht oder
Ammoniakproduktion, Schwefelsäure, wie sie die herstellen, aber du hast ja verschiedene Kreisläufe und die müssen halt nach oben gelagert werden. Wegen Verdunsten, Absinken, was auch immer. Wo müssen wir jetzt? Warte. Wollen wir jetzt erstmal zum Bunker? Weil wir müssen ja hier lang sowieso zurück. Ja, den guck ich mal, wa? Ja.